Herzlich willkommen zum 6. Film in unserer Porträtreihe Porträt mit Bela. Ich bin Barbara Hirsekorn und unser Kanal heißt die Aquarellwerkstatt. Wir versuchen innerhalb eines Jahres in einer kleinen Reihe die verschiedenen Teile des Gesichts zu üben, so dass Bela in der Lage ist, am Ende des Jahres ein gegenständliches Aquarellporträt zu malen. Heute sind wir beim Mund angekommen. Ich empfehle euch, die ersten 5 Teile anzuschauen, bevor wir jetzt mit dem Mund weitermachen. Wir haben eine Playlist eingerichtet mit dieser Reihe. Da sind alle Filme versammelt, also ruhig in die Playlist mal reinschauen. Wir verlinken die Playlist auch hier oben in der Ecke und da einfach draufgehen, dann könnt ihr euch die anderen Videos noch anschauen. Bei der Darstellung des Mundes in 3D, und das versuchen wir ja immer beim Zeichnen und beim Malen, diese Dreidimensionalität auf unser Papier, auf unser flaches Papier zu bekommen, müssen wir immer bedenken, dass der Mund selbst einer Rundung folgt, der Rundung des Schädels hier, und auch, dass diese Struktur im Mundbereich auch tonnenförmig sich wölbt. Also es gibt hier eine Rundung und in dieser Richtung eine Rundung. Wir sehen das hier deutlich, dass die Zähne hier schon weit hinten sind, die Backenzähne also weit in der Seitenebene des Gesichts drin und die Vorderfront ist eben auf der vorderen Fläche des Gesichts. Diese Anordnung des Mundes innerhalb der Gesichtsfläche sollten wir uns immer klar machen, wenn wir den Mund malen. Wir müssen Perspektive beachten. Es bilden sich Ellipsen bei Neigungen des Kopfes. Also das erstmal im Vorfeld ganz wichtig. Hier haben wir jetzt unser Arbeitsblatt mit verschiedenen Mündern. Das bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet, genauso wie alle meine Skizzen und auch nachher das fertige Bild. Bela, wenn du mal guckst, was ist denn jetzt hier die dunkelste Stelle innerhalb des Mundes oder in diesem gesamten Foto? Also die Mundwinkel sind ja so ziemlich schwarz Mhm. und natürlich unter dem Mund. Und unter dem Mund ist ein sehr starker Schlagschatten. Ganz erstaunlich oder ganz wichtig ist für die realistische Umsetzung der Lippen, dass wir hier oben zwischen der Haut über dem Mund und der Oberlippe keine harte Kante haben. Wir können uns einmal hier bei unserem Gesicht langfahren von der Oberkante hier über die Lippe nach unten und vielleicht das Ganze nochmal hier von der Unterlippe zum Kinn hin machen. Und da werdet ihr ertasten, und das sehen wir auf dem Foto hier auch ganz schön, dass es hier diesen Sprung gibt. Also wenn es eine harte Kante hier im Aquarell gibt, dann ist die an dieser Stelle. Hier jedoch nicht. Das ist so ein bisschen wichtig für uns, weil wir hier versuchen wollen, nachher einen weichen Übergang zu schaffen. Super erkannt, die dunkelsten Stellen sind in den Mundwinkeln hier. Da nehme ich kein Schwarz, sondern wieder so ein sehr dunkel getöntes rötliches Braun und hier zwischen den Lippen. Wir werden wieder zunächst den Mund zeichnen, um die einzelnen Teile noch besser zu verstehen, und dann werden wir das Ganze mit Aquarellfarben malen. Jetzt haben wir hier Zeichenpapier und wir wollen erstmal die Begrenzung des Mundes hier in seiner Ausdehnung der Länge nach und der Höhe nach festlegen. Ich würde den jetzt nicht so schräg malen, das ist jetzt im Foto einfach so, wir sagen mal gerade. Wir ziehen uns erstmal eine Mittellinie durch den Mund und eine waagerechte. Und wenn das die Trennlinie der Lippen sein soll, würde ich vorschlagen, wir schauen hier mal, die Oberlippe ist jetzt bei dieser, ich nehme mal an, das ist eine junge Frau, ungefähr ein Drittel schmaler als die Unterlippe. Ja? Hier, es gibt Münder, da ist es möglicherweise andersrum. Bei alten Mündern sieht es sowieso dann wieder ganz anders aus. Aber alte Haut, alte Menschen wird ein extra Thema nochmal sein gegen Ende unserer Reihe. Also, wir sagen, diese waagerechte Trennlinie kommt nicht auf die Hälfte, sondern ein bisschen nach oben gerutscht, damit wir nachher mehr Platz haben für die Unterlippe. Jetzt würde ich einmal schauen, wie das Verhältnis der Höhe des Mundes zur Breite des Mundes ungefähr ist. Diese Ausbuchtung habe ich erstmal weggelassen. Ich gehe jetzt wirklich von hier bis nach hier, ja, diese Strecke, und könnte mir so vorstellen, dass sie 2 und noch ein halbes Mal in der Länge drin ist. Kommt das ungefähr hin? Ja. Wir brauchen es ja auch nur ungefähr. Also wir legen erstmal fest, wir haben hier und unten haben wir ein bisschen mehr. Und jetzt nehmen wir diese Strecke und versuchen, dass sie auf der Gesamtfläche, ja, also ich muss jetzt ein bisschen weiter nach rechts und nach links gehen, so, dann wird es wahrscheinlich einigermaßen funktionieren. Erstmal als Gesamtform des zu zeichnenden Mundes. Genau, ein bisschen breiter, sodass insgesamt diese Strecke 2,5 Mal ist bei mir noch nicht ganz, also ihr könnt sogar noch ein bisschen weiter nach außen gehen. Und an dieser Stelle malen wir nachher die Mundwinkel.
So, ich fange hier immer an mit einer Kugel, die hier oben in der Mitte der Oberlippe sich befindet und so ein ganz bisschen runter unter diese ganz leichte Überlappung hier auf unserer waagerechten Mittellinie. Das sehen wir hier bei diesem Kindermund sehr schön. Da kann ich es einmal einzeichnen. Das wäre jetzt hier die Kugel. Und wir haben halt diese Seitenflächen, die jetzt hier kommen von der Lippe, die stellt man sich so vor wie aufgeblasene Kissen. Hier ein Kissen gibt es halt hier vorne drin in der Oberlippe und hier gibt es jetzt diese seitlichen Kissen und die tragen wir hier ein, leicht schräg, zwei zylindrische Formen, vielleicht auch ein bisschen überlappend hier in die Kugel hinein. Gut, in der Unterlippe können wir uns vorstellen zwei größere Kissen, einen hier und einen hier. Ja, das zeichnen wir hier folgenderweise ein. Die sind so ein bisschen größer. Auch hier vorne ein bisschen breiter, hinten ein bisschen schmaler. Jetzt werden wir diese Kugel hier erstmal formen mit diesem, ich glaube, man nennt es Amorbogen, mit diesem Verlauf der Oberlippe. Dafür kommt hier quasi wie ein V. Mit einem abgeschwächten V wird die obere Begrenzung der Kugel abgeschnitten. Dann folgen wir unserem Kissen, Oberkante des Kissens, und schwingen uns hier bis zum Grübchen mit einer, ja, wie so ein Flügel einer Möwe, schwingen wir uns hier nach unten. Das gleiche auf der anderen Seite. Und dieses V, was hier oben sehr stark entstanden ist, wiederholen wir hier unten an der Kugel nochmal, aber schwächen es noch ein bisschen ab. Also auch das ist so ein, wie so ein V hier, der untere Bereich hier. Das ist jetzt dieses hier. Sieht man jetzt hier nicht ganz so gut, aber sicher hier auf anderen Fotos. Hier sehen wir es wieder ganz schön. Hier ist es auch, auf diesem Gipsmodell ist es gut zu erkennen. Ne? So ein bisschen so geneigt hier und da haben wir es halt stärker. So, und jetzt ist es so, dass dieses V hier so ein bisschen überlappt, also das geht ein bisschen vor diese Kissenform hier. Ja? Und hier in dieser kleinen Ritze entsteht die dunkle Form, die wir nachher malen müssen. Also das geht ein bisschen davor, hier dieser und der kommt dann hier. Und hier geht es ganz leicht nach oben mit einer kommaförmigen Verdickung für die Mundwinkel. Die laufen dann mit einem leichten Schatten hier zur Seite hin aus. Dieser Schatten geht in die Wange. Wir können das hier ganz schön sehen. Das ist hier so eine runde Form, die dann schattiert zu malen ist. Gut, das machen wir zur anderen Seite auch. Gut. Und beim Grübchen kannst du schon mal so ein bisschen wischen, dann sieht es einfach netter aus. Dann haben wir nicht so ganz... Und am dunkelsten ist es tatsächlich hier innen drin. Also hier staucht es sich richtig. Ja? Also hier drin ist es dunkel und es wird immer heller, je weiter es hier nach außen geht. Prima, das haben wir schon. Und jetzt kommt noch die Unterlippe. Bei der Unterlippe würde ich hier jetzt einfach auch wieder den Kissen folgen. Manchmal gibt es hier eine kleine Delle. Ist das bei dir? Nee, das ist auch keine Delle. Und manchmal ist es ganz rund hier. Bei mir ist es, glaube ich, auch ganz rund. Ja, das ist unterschiedlich. Und hier folgen wir wieder nach oben. Was wir jetzt wieder schaffen wollen, ist Volumen, um den Mund dreidimensional erscheinen zu lassen. Da können wir zunächst mal sagen, dass die Oberlippe, wenn das Licht von oben kommt, immer, wir sehen das hier auf all unseren Vorlagen hier, ja, auf allen Beispielfotos sehen wir, dass die Oberlippe dunkler ist als die Unterlippe, denn das Licht kommt in den allermeisten Beleuchtungsfällen doch von oben, nicht von unten und würde auf die Unterlippe, die tritt ein bisschen hervor, die Unterlippe, würde das Licht treffen und auf die Oberlippe, die würde dunkler bleiben. Also schattieren wir erstmal die Oberlippe ab. Und ich würde immer auch schon sagen, wir überlegen uns, von wo das Licht kommt. Das Licht trifft ein bisschen mehr jetzt hier auf diesen Bereich. Das heißt, hier würde ich noch ein bisschen dunkler jetzt die Lippe malen. Und die Dunkelheiten hier wirklich schön reinsetzen, hier leicht überlappend. Machen wir erstmal mit der Unterlippe weiter. Die Unterlippe male ich immer, ich radiere das jetzt mal hier weg, damit das nicht mehr ganz so komisch aussieht. Guck mal, radiere das ruhig bei dir auch mal weg. Denn die Kissen sind manchmal so ein bisschen zu sehen mit dem Lichtreflex. Hier sehen wir noch so ein bisschen diese Kissen, aber die sind letztendlich ja nicht zu sehen unter der Struktur.
Jetzt ist wichtig, dass die Oberlippe immer einen kleinen Schatten auf die Unterlippe wirft. Ja, die Unterlippe wird mit einem ganz hellen Rot nachher gemalt. Die ist wirklich heller als die Oberlippe, aber die Oberlippe wirft einen Schatten auf die Unterlippe. Dann haben wir hier auf unserem Referenzfoto sowieso die linke Seite dunkler. Also hier schließen wir erstmal mit einer leichten Schraffur. Dann brauchen wir den Schatten hier drunter. Und auch hier rundet es sich. Ne? Wir müssen jetzt die Rundung versuchen zu gestalten. Es würde sich an den Rändern hier sowieso, weil der Schlagschatten von der Oberlippe kommt, und hier rundet es sich weich zurück. Und je weicher man den Übergang hier schafft zwischen dem hellen Bereich auf der Unterlippe und hier unten der Rundung, umso schöner, subtiler wird es. Was ich dann noch eintrage, sind so ein paar Hautfältchen hier. Ja, und die beulen sich hier, laufen sozusagen entlang der schlauchartigen Struktur. Hier kurven sie etwas nach da aus und hier gehen die Ellipsen genau in die andere Richtung. Diese kleinen Fältchen können wir später dann im Aquarell mit dem Aquarellstift einsetzen. Und auch in der Oberlippe haben wir die übrigens hier. Ja, geht ein bisschen nach da und nach hier. Kann man so schon mal leicht einsetzen, dann wird einem die Wölbung der Lippe wird einem dann noch ein bisschen klarer. Hier können wir übrigens auch, wenn wir es genau wissen wollen, sagen, dass die Oberlippe hier ein bisschen dunkler ist, weil sie sich eben nach hinten wegwölbt. Hier. Also es gilt halt darum, wie so regenwurmartige Rundungen dieser Lippenstruktur hinzubekommen. Dann wird es realistisch. Was jetzt noch fehlt, ist der starke Schatten unter der Unterlippe. Das können wir zunächst mal einzeichnen als ovale Form. Also hier sind aufgepolsterte Muskelstränge, hier kommt ein bisschen Helligkeit oft rein ins Gesicht, hier und hier auch, je nach Beleuchtung natürlich. Und hier drunter befindet sich der starke Schlagschatten unter dem Mund. Und den werden wir wieder, so wie bei unserer Nase, selbstbewusst setzen und versuchen, ihn weich an die Unterlippe anzuschmiegen. Dies wird wieder ein bläulicher Schatten werden. Der läuft dann manchmal hier so ein bisschen aus und hier auch auf der Seite ein bisschen aus. Wichtig ist, dass wirklich hier unter dem Mund einfach so ein dunkler Schatten gemalt wird und durch diese Fläche, die jetzt hier sitzt, im Grunde genommen die Unterlippe entsteht. Ja? Und dann kann man sogar hier die Linien noch ein bisschen ausradieren, weil oft ist es hier, sehen wir das ganz schön auf der Vorlage, kein wirklicher, gibt eine leichte Farbveränderung, aber keine harte Kante hier in diesem Bereich. Mal hier kannst du vielleicht noch mal schauen. Die Oberlippe kommt hier hinten an. Ja, vielleicht bin ich hier ein bisschen zu... Genau. Und die Unterlippe geht nicht direkt hier los, sondern die geht ein bisschen später erst los. Also hier sehen wir das auch. Die Oberlippe ist hier und die Unterlippe hat eine ganz andere Form. Also diese beiden Formen hier, diese und diese sind nicht gleichmäßig. Okay. Genau. Und diese Linie möglichst nicht so stark machen hier. Und die auch nicht. Das Philtrum ist eine tropfenförmige Vertiefung im Bereich der Mittellinie zwischen Nase und Mund. Und es besteht oft aus einer schattigen Form hier. Wenn wir uns das jetzt hier als Dreieck vorstellen, die schattige Form des Philtrums liegt immer genau auf der gegenüberliegenden Seite von der schattigen Hälfte des Mundes. Wenn also der Mund auf der linken Seite dunkler ist, weil das Licht von rechts kommt, wäre das Philtrum auf der rechten Seite dunkler und auf der linken Seite heller. Ja, also ich habe hier erstmal dieses Dreieck vielleicht eingezeichnet, so, ganz vorsichtig. Und was wir auch machen, hier sehen wir einen extrem weichen Verlauf zwischen, ja, und ich sehe immer wieder, und passiert mir auch manchmal noch in Porträts, dass das zu stark schattiert wird. Also ganz, ganz leicht nur einen Hauch von Farbe hier reingeben in diesen Bereich. Und das reicht. Ja, auf keinen Fall diesen Bereich zu stark abschattieren. Okay, jetzt kannst du, wenn du willst, noch da oben die ein bisschen verwischen. Wenn du möchtest, dann hast du nicht diese schrägen Striche. Und wir haben gesagt, man könnte jetzt, wenn man sich die Mühe macht, hier diese kleinen Fältchen noch einzeichnen, aber hier hätten wir natürlich dann auch eine etwas dunklere Haut, dass man vielleicht den Übergang noch nicht ganz so sieht hier. Und hier käme dann die Nase rein. Okay, das war der gezeichnete Mund und jetzt nehmen wir uns wieder das Aquarellpapier und werden das Ganze mit Aquarellfarbe malen.
Okay, also wir haben jetzt 2 Münder skizziert. Bela hat bei sich schon abgetupft. Ich mache das bei mir noch. So, jetzt geht es wieder genauso los wie bei der Nase auch wie bei den Kugeln. Wir beginnen mit dem ersten Farbauftrag komplett hier über die ganze Fläche und wir mischen uns viel Wasser mit kalten und warmen Rottönen. Ach so, wenn wir natürlich jetzt wieder ein Highlight reservieren wollen, dann können wir das jetzt schon tun. Ich mache das hier auf die rechte Seite auf die Oberlippe. Einen kleinen runden Fleck. Schön gucken, dass es marmorierende Farbaufträge sind. Mal hier ist es kühl, da ist es wärmer und so soll es sein. Gar nicht so sehr jetzt nach Lichteinfall gucken, sondern nur versuchen, die marmorierende Farbigkeit der Haut. Viel Wasser muss dabei sein. Jetzt würde ich hier im Bereich des Filtrums vorsichtig hier die helle Sache schon rausholen, hier an der Stelle. Und auf der anderen Seite vorsichtig, hatten wir gesagt, ganz wenig nur eine kleine dunklen Akzent reinsetzen. Okay, was wir jetzt gestalten wollen, sind schöne gerundete Lippen. Die Oberlippe etwas dunkler, die Unterlippe etwas heller. Für die Oberlippe nehme ich jetzt verschiedene Rottöne, warme und kalte. Da musst du jetzt selber überlegen, wie du deine Lippen gerne haben würdest. Also ich mische mir Alizarin und Cadmiumrot relativ zu gleichen Teilen, würde ich sagen. Ein bisschen Orange kann man auch mit reinnehmen, ja? Dann wird es nicht ganz so himbeerrot. Also wir probieren es mal. Wir fangen an hier oben mit der Oberlippe. Ja, ist sehr rot. Dass es nicht nur rot ist, sondern auch ein bisschen blau hat. Es sollte eher so ein Violettton werden. Und ich fange jetzt an mit der oberen Kontur und gehe dann in den mittleren Bereich der Oberlippe mit mehr Wasser hinein. Also hier ziehe ich es mir ein bisschen heller. Lichtreflex wird wieder ausgespart, sodass es oben und unten ein bisschen dunkler ist und in der Mitte ein bisschen heller bleibt. Wenn dir das gelingt, wäre es schön. Und unten wieder mehr dunkle Farbe. Also ein bisschen Blau sollte unbedingt in das Rot mit rein. Da kommt nachher das Grübchen rein und hier unten ist die ganze Sache wieder etwas dunkler. So, für die Grübchen setze ich gleich mal eine ganz schattige, dunkle Farbe. Ordentlich Cadmiumrot und Kobaltblau mischen und hier schon mal schön dunkel reinsetzen. Und auch hier weich noch in die noch nasse Lippenform ruhig reinsetzen. Dann werden das weiche Dunkelheiten. Nach oben hin in den Mundwinkeln setze ich ein bisschen Schattenfarbe und löse sie wieder weich mit dem Pinsel in die Wange ein. Weich dagegen gehen mit Wasser und dann löst es sich an und gibt so einen ganz weichen Verlauf hier in die Wange hinein. Genau, und dann ein bisschen anlösen. Ja, sodass hier eine Helligkeit entsteht und hier eine Helligkeit entsteht und hier dann eben auch. Ja, also hier wird angelöst, hier oben in die Wange hinein, genau. Und auf der anderen Seite auch und da soll es reinlaufen in den Mundwinkel. Okay, ich mache jetzt mal weiter, solange wie das noch nass ist. Jetzt starte ich mit relativ dunklem Rot, weil auf der linken Seite ist ja die schattige Seite unseres Mundes in der Unterlippe, aber werde dann für die rechte Seite der Unterlippe nur Wasser verwenden. Also hier wäre es ganz schön gewesen, wenn es sich noch miteinander verbunden hätte. Ja, dann gehe ich hier oben auch noch mal mit drüber, weil das soll eigentlich eine Form sein hier. So, also die linke Seite machen wir relativ dunkel noch, so ähnlich dunkel wie die rechte Seite. Und jetzt gehe ich hier mit Wasser dran und versuche wieder hier oben Farbe noch hinzusetzen, hier unten Farbe hinzusetzen und zwischendurch kommt nur Wasser. Und hier unten brauchen wir Dunkelheit und hier auch. Und hier im rechten Mundwinkel würde auch die Oberlippe so einen starken Schatten hier werfen, dass es ein bisschen dunkler ist. So, relativ zügig, solange wie es noch nass ist, den dunklen Schlagschatten unter dem Mund mit unserer bläulichen Schattenfarbe einfügen. Ich gehe hier dran und hoffe, dass es eine weiche Kante gibt und setze hier den dunklen Schatten, der mir dann hilft, die
Unterlippe hervorspringen zu lassen. Und wenn es dann jetzt wie hier so reinzieht, dann werde ich gleich nochmal versuchen, mit dem Auswaschpinsel ein bisschen für Kontur zu sorgen. Genau, wieder der kühle Schatten. Anlösen zu den Rändern. Und jetzt ist es bei mir so, dass es ein bisschen reinzieht. Ein bisschen zu früh gewesen. Also hier wollen wir eigentlich wirklich eine helle Reflexion nochmal haben. Und wir kriegen dann eine bessere Abgrenzung. Würde ich bei dir auch machen. Hier einfach nochmal ein bisschen was auswaschen. Prima. So, was ich jetzt noch gerne machen würde, wäre hier oben ein bisschen weiche Ränder zu erzeugen. Denn wir haben gesagt, da gibt es keine harte Kante und dementsprechend auch keinen harten Rand. Wir versuchen mal mit dem Auswaschpinsel ein bisschen anzulösen. Ein bisschen anlösen reicht häufig. Dann haben wir gleich eine realistischere Kantengestaltung. Okay, ich würde jetzt bei mir noch mal vertiefen den Schatten, den die Oberlippe wirft, auf die Unterlippe. Das könnte ich mir bei dir auch gut vorstellen. Mit so einem bläulichen Violett. Und wieder weiche Kante erzeugen, indem man hier weich mit dem Pinsel rangeht und es anlöst. Okay, das haben wir ganz gut hingekriegt. Dann würde ich sagen, können wir jetzt mit dem Stift noch ein bisschen diese kleinen Rillen auf dem Mund. Ja, die sind ja ziemlich markant hier. Siehst du das? Ja? Die können wir einerseits auswaschen, wenn wir einen schönen feinen Auswaschpinsel haben. Und da immer darauf achten, dass sie der Rundung des Mundes folgen. Hier der Rundung folgen. Ja? Und hier und hier. Und da, hier vorne wären sie fast gerade. Und dann, je weiter man dann nach außen kommt, umso mehr beult es sich hier wieder. Okay, das versuchen wir noch. Auszuwaschen? Ja, auswaschen erstmal. Und dann können wir es ja immer noch mit Stiften auf der einen Seite schattieren. So mache ich das immer. Ganz subtil. Das ist Fummelarbeit. Vielleicht geht es nicht mit dem, genau. Dann müssen wir noch mal einen anderen suchen oder kriegst gleich meinen. Ich mache es mal hier auf der Seite, ist wahrscheinlich ein bisschen besser zu sehen. Ich mache mal jetzt hier noch 2, 3, die reichen ja. Es ist wirklich, man braucht nicht so viel. Und den Rest machen wir mit dunklen Strichen. Ja, du siehst, es macht schon was aus, wenn man das macht. Also man kann es einerseits so auswaschen oder man nimmt sich einen dunklen Stift. Hier sehe ich so ein dunkles Violett. Hier habe ich einen schönen Violettton, der jetzt super gut hier zu meinem Mund passt. Das ist ein Aquarellstift der Firma Caran d'Ache aus der Schweiz. Und damit, Licht kommt von hier, würde ich jetzt die lichtabgewandte Seite dieser kleinen Falten nochmal schattieren. Beziehungsweise man kann eben auch diese kleinen Mundfalten, nicht zu viele, weil dann wird es zu viel, nochmal so einfach hineinsetzen mit der dunklen Farbe. Und nicht zu gleichmäßig. Suchen wir noch ein Braun. Ja, mit dem Braun geht es ja auch sehr gut. Also Braun finde ich jetzt hier fast noch besser als das Rot. Und dann würde ich wieder den Lichtreflex, wenn man ihn ausgespart hat, ein bisschen weicher machen an den Rändern, wenn das geht. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen und ihr habt jetzt Lust, den Mund auch vielleicht vielleicht 2, vielleicht 3, vielleicht 10 Mal nachzumalen. Wir verabschieden uns mit dem heutigen Film in die Sommerpause. Es gibt aber in der Sommerpause einen Livestream, in dem ich ein realistisches Dreiviertelporträt hier malen werde. Dieser Livestream ist offen für alle Unterstützer dieses Kanals ab dem 10-Euro-Paket und er findet statt am 18. Juli. Dieser Termin wurde jetzt ein paar Mal verschoben. Der 18. Juli stimmt und zwar um 19 Uhr. Alle Unterstützer mit einem ab 10 Euro Unterstützerpaket bekommen einen Link zugesendet und dann malen wir hier zusammen in Echtzeit auf YouTube. Ihr könnt dann im Chat auch eure Fragen stellen. Anfang August geht es dann wieder los mit regelmäßigen wöchentlichen Filmen hier auf YouTube. Ich glaube, in der Sommerpause hat Bela sich aber eine kleine Überraschung überlegt, also schaut öfter mal rein. Es wird hier auf YouTube auch ein bisschen was zu gucken geben. Ansonsten kann man mir folgen auf meinem Instagram-Account. Da gibt es tagesaktuell immer wieder Posts von neuen Aquarellen
oder von Impressionen aus meinem Skizzenbuch während der Sommerzeit. Also das lohnt sich. Die Aquarellwerkstatt heißt der Account auf Instagram. Der nächste Teil der Porträtreihe wird sich mit dem Ohr beschäftigen. Das fehlt uns jetzt ja noch. Danach werden wir noch einen Teil zum Profil haben. Und dann geht es langsam daran, ganze Gesichter zu malen. Die Haare fehlen noch und auch alte Haut mit Falten war gewünscht. Wir sehen also, es gibt noch genug zu tun. Jetzt erstmal 4 Wochen Sommerpause mit kleinen Überraschungen. Ich hoffe, wir sehen uns dann im August auch wieder. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.